wir haben ein bisschen am Anfang die Idee gehabt, ja, wir müssen ja jetzt unsere Geschäftsidee und unser Produkt ja auch irgendwie nach draußen kommunizieren. Und wir hatten diverse Treffen mit potenziellen Kunden und interessierten Leuten. Und das war für uns dann immer so die waren alle total begeistert von der Idee und meint, ja, wir sollten uns doch vielleicht auch mal für irgendeinen Preis auch einfach bewerben. Und dann haben wir angefangen, uns mal generell so ein bisschen mit Preisen auseinanderzusetzen. Wir haben festgestellt, dass es da sehr viele gibt, die halt alles Mögliche bewerten, aber nicht das, worauf es eigentlich für uns ankommen würde, nämlich eben die Ökologie, also die Nachhaltigkeit, wie gut das Ganze halt entsprechend auch einfach umsetzbar ist, ohne dass man da dann einen riesen CO2-Fußabdruck hinterlässt, und haben uns dann so ein bisschen speziell auf die Suche gemacht nach Preisen, die in diese Richtung gehen, und haben uns dann eben für den Eco-Design und für den REN Award beworben, weil die eben beide das als obersten Aspekt gesehen haben, und das hat für uns dann auch super geklappt, weil wir beide Preise für uns gewinnen durften. Was uns halt riesig motiviert hat, war einfach die Chance, die das Ganze bietet. Also einfach nur, es ist ein mittlerweile ja sogar internationaler Preis, und es ist definitiv einfach was Prestigeträchtiges, und es ist halt vor allem auch ein Preis, der, ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, einfach das bewertet, was wirklich wichtig ist. Ja, wir stehen vor einer riesen Herausforderung als Spezies, ehrlich gesagt. Der Klimawandel ist da und wir müssen uns einfach ganz dringend was einfallen lassen, wie wir damit klarkommen, und jeder Aspekt im Leben braucht einfach ganz dringend neue Ideen und neue Ansätze, und für uns war es halt wichtig, da jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, nur Aspekte wie, da kann man Geld mitmachen oder kann man, was weiß ich, was ein schönes Design oder irgendwas in diese Richtung, sondern es war uns halt einfach super wichtig, also eben genau unter dem Klimaaspekt eben bewertet werden, und wir haben halt einfach die Beschreibung vom Bundespreis eben gelesen und haben uns auch ein paar Erfahrungsberichte durchgelesen, die es so im Internet zu finden gab, und haben halt einfach sehr schnell festgestellt, dass es eigentlich genau das ist, wo wir halt auch glauben, dass unsere Stärken liegen. Und ja, es hat sich herausgestellt, dass das eben genauso war. Also es hat uns natürlich schon erstmal auch, also wir haben 1-2 Tage gebraucht, erstmal so, wir haben gerade gewonnen, krass. Und ja, es hat schon einiges an Aufmerksamkeit, also man hat's überall gemerkt, also sowohl die Anfragen, die auf der Webseite zum Beispiel eingingen, sind einfach deutlich mehr geworden. Wir haben auch einiges an Fachpublikum, das darauf aufmerksam geworden ist, plötzlich auch gehabt, das davor nicht so war. Und ja, wir haben halt dann im Endeffekt einfach eigentlich genauso weitergemacht wie davor auch, haben Stück für Stück alles abgearbeitet, was halt entsprechend reinkam, und wir arbeiten nach wie vor sehr dran, dass wir einfach aus dem Ganzen mehr machen, also dass wir halt dann entsprechend wirklich erstmal zu einer nationalen und später halt zu einer internationalen Firma werden, weil, nasse Gebäude gibt es überall. Und auch also einfach gesagt, das ist was, wo es ein Riesenpotenzial gibt und wo wir halt auch einfach nach wie vor daran interessiert sind, wirklich so weit wie möglich rauszutragen. Allein schon deswegen, weil wir der Überzeugung sind, dass das einfach was ist, was eben unter dem Aspekt des Klimawandels tatsächlich einen Mehrwert bringen kann. Und zwar nicht nur einen kleinen, sondern tatsächlich ja einen sehr großen Impact haben könnte. Ja, also ich als Industriedesigner, der viel in Richtung Produktentwicklung macht oder gemacht hat, würde sagen, das Wichtigste ist ehrlich gesagt einfach erstmal, dass man ein ordentliches Produkt hat mit einer guten Idee, einem guten Konzept, und wenn das steht, dann ist es auch nicht mehr schwer, andere Leute davon zu überzeugen. Also einfach darauf zu vertrauen, dass man schon das Richtige hat. Natürlich klar auch hinterfragen, ob das dann auch wirklich so ist, und die im Endeffekt die Hausarbeiten machen, ja, dass man da auch sicher gehen kann, dass es so ist. Aber wenn man an dem Punkt ist, dann ist auch eine Bewerbung für einen Preis, ein Gespräch mit dem Investor, das sind dann alles Dinge, die laufen nicht ganz von alleine, aber sie laufen wesentlich einfacher, als wenn man das aus dem Nichts, ohne eben ein vernünftiges und überzeugendes Produkt zu haben, führen würde.